Wenn ihr wissen möchtet, wie ich dieses Brot gebacken habe, dann schaut euch das Video an. Ich verspreche euch, das lohnt sich. Die Zutatenliste findet ihr übrigens am Ende des Videos. Als allererstes braucht ihr 200 Gramm Nüsse. Ihr könnt die Nüsse nehmen, die ihr mögt. Ich habe mir hier eine Mischung zusammengestellt aus Haselnüssen, Mandeln, Paranüsse, Pekannüsse, Walnüsse und Cashewkerne, die ja eigentlich nicht zu Nüssen gehören. Also, wie gesagt, 200 Gramm Nussmischung. Was ihr auch machen könnt, ihr nehmt 200 Gramm von so einer fertigen Nussmischung. Das wäre die günstigste Variante. Dann brauchen wir 200 Gramm verschiedene Körner. Ich habe hier Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Sesam. Auch hier die günstigste Variante wäre so ein fertiger Kernemix. Dann brauchen wir 120 Gramm geschrotete Leinsamen und 50 Gramm Chiasamen. Darauf gebe ich einen schwachen Teelöffel Salz. Und das vermische ich jetzt erstmal. Darauf gebe ich jetzt 5 kleine Eier und 80 Gramm Öl. Das ist geschmacksneutrales Pflanzenöl. Und dann einfach vermischen. Ich nehme jetzt so eine kleine Backform. Auf den Boden streue ich ein paar Körner. Wenn ihr eine Silikonform nehmt, dann braucht ihr das nicht einzufetten. Wenn ihr eine andere Backform nehmt, dann gebt ihr da einfach ein bisschen Backpapier rein. Und das fülle ich einfach in die Backform. Und gut andrücken. Ich klopfe das gerne auf die Arbeitsplatte, damit da keine Luftlöcher entstehen. Das war es im Grunde auch schon. Zum Schluss verteile ich noch ein paar Kürbiskerne oben drauf. Das sieht dann immer besonders schön aus. Das lasse ich jetzt ungefähr 15 Minuten quellen. Dann heize ich meinen Backofen vor auf 170 Grad Ober-Unterhitze und backe das Brot für 60 Minuten. Dann schalte ich den Backofen aus und lasse das Brot noch mal 10 Minuten im Backofen und dann hole ich das raus. So, und jetzt schaut euch das mal an. Sieht das nicht phänomenal aus? Und jetzt schaut mal von innen. Ich schneide immer ganz dünne Scheiben. Oh, das war keine so schöne Scheibe. Aber schaut mal. Ich schneide noch mal richtig. Schaut euch die Scheibe mal an. Das ist wirklich ein Traum von einem Brot. Und ich wackel jetzt hier mal. Das Brot sitzt wirklich richtig fest. Ich schneide mal noch eine Scheibe. Ich versuche mal so dünn wie möglich. Boah, ja, die Scheibe sieht klasse aus. Schaut mal, wie dünn die ist. Seht ihr das? Ich halte das mal hier nur an einer Seite. Also ihr seht, da bricht nichts ab. Ein wunderschönes Brot und es schmeckt noch besser, als es aussieht. Und vor allem, dieser Duft ist wirklich unbeschreiblich. Ja, ich würde mal sagen, ich habe genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, habe ich euch zu viel versprochen oder schmeckt dieses Brot wirklich phänomenal? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir ein Like zu geben. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.